Wer von euch ist bereit, meine Meinung zu Wave 2 aus Mario Kart 8 Deluxe zu hören? Ich denke niemand, aber egal, let's go! Wie ihr alle wisst, Wave 2 ist jetzt endlich raus und ich bin die Strecken wieder alle privat gefahren. Ihr seht schon, im 200er habe ich alles gemacht, im Spiegel habe ich alles gemacht, im 150er bin ich sogar auch schon gefahren, obwohl ich das eigentlich immer gar nicht tue. Bei dem einen habe ich sogar nur 1 Stern erreicht, weil ich mir das halt gründlich angesehen habe. Ist auch egal, wir fahren jetzt einfach mal im 150er mit Tanuki Mario, warum nicht? Ich mag ihn. So, und jetzt gucken wir, was diese zwei neuen Cups aus Wave 2 zu bieten haben. Für die Leute, die jetzt neu sind, guckt einfach mein Wave 1 Video und danach dieses Video, weil das macht so mehr Sinn. In Wave 1 erzähle ich nämlich sehr viel, was das hier eigentlich alles ist und wieso und warum. Deshalb guckt einfach erstmal Wave 1 und danach das Video hier. Jetzt sind wir im Turnip Cup und wir haben einmal New York Minute aus Mario Kart Tour, Mario Circuit 3 aus Super Mario Kart, Kalimari Desert aus Mario Kart 64 und Waluigi Pinball aus Mario Kart DS. Let's go! Wie gesagt, ich bin jede Strecke schon gefahren, im 200er, im Spiegel, habt ihr alles gesehen gerade. Ich habe die Strecken wieder komplett auseinandergenommen. Und jetzt werde ich euch meine Meinung sagen, welche Strecke ist mein Favorite, welche Strecke suckt, welche Strecke ist lame, welche Strecke ist toll, welche sieht schön aus und welche ist die allerbeste. Das werdet ihr jetzt alles von mir hören. So, wir sind jetzt hier in New York Minute. Und was kann ich jetzt zu New York Minute sagen? Okay, New York Minute muss ich erstmal ganz klar sagen, die Musik passt wirklich zu New York. Die Umgebung sieht beautiful aus. Es ist wieder eine Strecke aus Mario Kart Tour, bedeutet, jede Runde fahren wir irgendwo anders lang. Das scheint irgendwie bei Mario Kart Tour etwas Standardmäßiges zu sein, das wusste ich nicht, weil im allerersten Wave gab es ja nur 2 Tourstrecken. Und beide waren ja so, dass man mehrere Wege fahren muss in den verschiedenen Runden. Ich wusste nicht, dass das für jede Mario Kart Tour Strecke gilt. Aber anscheinend ist das so. Wusste ich nicht, weil wie gesagt, ich zock Mario Kart Tour nicht und für mich ist das auch kein Ableger. Aber ich finde es halt echt cool, dass man in jeder Runde einen anderen Weg fährt. Das ist cool, das mag ich, das gefällt mir. Nur muss ich bei Mario Kart, bei New York Minute sagen, dass es verdammt unübersichtlich ist. Ich war hier beim ersten Mal spielen schon etwas lost. Ich wusste nicht wohin. Auch die Pfeile verraten es einem, aber manchmal checkt man das erst wirklich so im allerletzten Moment. Vor allem, wenn man die Strecke im 200er fährt. Dann ist es also Verwirrung pur. Aber alles in allem, also das Aussehen der Strecke, beautiful. Die Musik passt wirklich. Gefällt mir auch. Die Strecke an sich ist okay. Nichts allzu Besonderes. Wir werden jetzt tatsächlich nicht Erster, das gibt's auch gar nicht. Oder? Weil diesen Cup habe ich noch nicht mit 3 Sternen abgeschlossen. Das heißt, es wäre schon schön, wenn ich hier Erster werde. Ja, ziemlich knapp, aber wir haben es noch geschafft. Also, New York Minute ist ganz okay. Nichts Besonderes. Es sieht wirklich, wirklich schön aus. Von den ganzen Werbungen und den Lichtern und der Musik, wie gesagt. Also, Aussehen und Musik top, aber selber die Strecke fahren ist nur ganz okay, finde ich. Es ist zwar cool, dass man wirklich jede Strecke, jeden Weg, also jede Runde einen neuen Weg fährt. Das ist echt cool, aber das kann einen auch echt auf den Sack gehen, muss ich sagen, weil es einen jedes Mal verwirrt. Und dann fährst du auch noch den Spiegel Cup, dann weißt du erst recht nicht, wo lang. So, zweite Strecke, Mario Circuit 3 aus Super Mario Kart. Was kann man dazu sagen? Es ist ein wunderschönes Remake. Es ist auch einfach, Super Mario Kart Strecken zu remaken, weil Super Mario Kart hat nicht viel geboten von der Streckenart und vom Verlauf der Strecke. Die ganzen Ölfelder sind da, wo sie sein sollen. Die ganzen Röhren liegen an den richtigen Stellen. Auch die Münzen sind ganz gut platziert. Ich finde die Bande, also dieses Rot, Grün, Gelb, Blau, sehr schön. Das war ja auch damals so. Sieht auch sehr gut aus. Den Beschleunigungsstreifen haben sie da nicht vergessen, den ich gerade nicht getroffen habe. Und dann noch
als extra Bonus diese Flaggen da in der Mitte, die Wolken oben, die ganzen Charaktere, die auf den kaputtbaren Blöcken da springen, der Toad da oben zum Beispiel, die Yoshis. Also vom Design her wirklich top. Also besser kann man die Strecke nicht gestalten. Es ist eine Standardstrecke, deswegen ist es auch ziemlich einfach, sie zu recreaten, und ich muss sagen, da hat Nintendo einen guten Job gemacht. Und die Musik, die ist wirklich verdammt gut. Da kriege ich wirklich Super Nintendo Vibes. Da kriege ich Flashbacks an mein Super Mario Kart Let's Play. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaltet da ein. Ich habe da extrem gelitten, weil ich das auch im 150er gespielt habe, und wer Super Mario Kart nicht kennt, der sollte wissen, das Spiel ist brutal. Anyway, das ist eine Strecke, der würde ich sogar echt eine sehr gute Wertung geben. Aber auch einfach nur, weil eine Super Mario Kart Strecke nicht allzu schwierig ist zu recreaten. Also sie konnten hier nicht viel falsch machen, und sie haben auch nichts falsch gemacht. Selbst die Abkürzung hier selbst hieran haben sie gedacht. Da bin ich jetzt einfach mal lang gefahren, obwohl ich keinen Pilz habe. Also die haben wirklich an alles gedacht. Die Strecke ist toll. Musik ist gut, Strecke sieht schön aus. Im 200er macht die Strecke auch echt Bock, wegen den ganzen engen Kurven. Ein gutes Remake, gefällt mir. Sehr gute Strecke. Dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Haben sie gut gemacht. Haben sie einen guten Job geleistet. Und jetzt kann ich einfach nur sagen, willkommen zurück, Kalimari Desert. Willkommen zurück. Mein Baby. Oh Mann. Ich liebe Kalimari Desert und ich liebe Mario Kart 64. Deswegen war ich sehr froh und glücklich, als ich diese Strecke gesehen habe. Vor allem, weil ich weiß, die haben diese Strecke in Mario Kart 7 schon geremaked, und ich glaube in Mario Kart Tour auch. So, und dann das hier nochmal in Mario Kart 8 sehen, ist auch toll. Und die haben hier auch wirklich eine Veränderung reingebracht, aber dazu komme ich gleich. Was kann ich, also erstmal etwas, was mich extrem stört. Und das ist leider Gottes die Musik. Ich mag die Musik nicht. Leute, ich liebe Kalimari Desert und ich liebe die Musik, aber diese Version hier, ich mag die nicht. Und wisst ihr, was ich am meisten an der Musik hasse? Diese Trompeten. Das, was ihr gerade gehört habt im Hintergrund, diese Trompeten. Also, ich kann verstehen, dass Nintendo hier wirklich versucht hat, so ein Wüstenfeeling zu bringen. Und ihr seht, der Staub, wie der weggeweht wird. Und von der Musik erkennst du wirklich, ja, Mann, du bist hier in einer verlassenen Wüste, wo noch ein Zug fährt. Dieses Feeling bekommt man hier. Und das ist sehr gut. Dagegen sage ich auch nichts. Und wie ich auch schon gesagt habe, mit der Musik haben sie es auch versucht rauszubringen, aber die Musik fehlt bei mir leider. Dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jetzt, in der zweiten Runde, fährt man hier lang. Beim Zug. Leute, ihr wisst nicht, wie ich als Kind in Mario Kart 64 immer hier lang gefahren bin. Weil ich einfach so rumjoken wollte. Und jetzt ist mein Traum so gesehen wahr geworden. Die Strecke wurde geremaked und man kann hier lang fahren. Ein Kindheitstraum ist einfach wahr geworden. Da ist das Kind in mir einfach glücklich geworden, Leute. Das ist beautiful. Aber das kann man nur in der zweiten Runde machen, glaube ich. In der ersten und in der dritten Runde, wenn du da versuchst, an der Zugstrecke lang zu fahren, dann wirst du einfach von Lakitu weggeteleportiert. Ist doof. Und macht auch keinen Sinn, weil wenn du da in der zweiten Runde langfahren kannst, dann kannst du es auch in der ersten und dritten. Hä? Aber, ja, ist halt so. Anyway, an der Strecke habe ich wirklich nichts zu bemängeln. Es sieht wirklich nach einer Wüste aus, die Werbung und der Staub, der weggeweht wird, wie gesagt, alles super. Einfach toll, aber die Musik ist leider nicht schön. Meine Meinung, ne? Nicht vergessen. Ihr braucht mich jetzt nicht haten dafür, das ist meine Meinung. Ich bin halt einfach kein Fan von Remixen. Ich mag Songs, die remaked und geremastert werden, ich mag die einfach nicht. Zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Und da ist leider Kalimari Desert keine Ausnahme. Aber jetzt kommen wir zu Waluigi Pinball. Einem Fan-Favorite, definitiv. Und auch mein Favorite. Ich mag Waluigi Pinball sehr. Habe ich in Mario Kart DS schon geliebt. Und mal ganz ehrlich, die Strecke flasht doch einfach nur jeden, oder? Wie geil sah das auf Mario Kart DS aus und wie geil sieht das jetzt mit diesen Grafiken noch aus? Und dann noch diese Werbungen, überall Waluigi-Plakate. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Unterschiede festgestellt. Wirklich. Die Strecke sieht genauso aus wie in Mario Kart DS. Mit all ihren Ecken und Kanten. Wirklich.
Die ganzen Pinbälle, die Items, wie die hier platziert sind, der Beschleunigungsstreifen da vorne, es wurde an alles gedacht. Und ich werde hier schon wieder gleich durchgereicht. Ich kann nicht mal ordentlich hier Auto fahren. Ja, klar. So, hier steht nochmal ganz fett Waluigi drauf, damit jeder weiß, worum es geht. Dann hier die ganzen bunten Bouncer hier. Oh, das ist einfach geil. Ich falle mal selber gerne einfach so rein. Und dann noch die Dinger hier. Kick mich mal weg. Das kickt einen nicht weg? Wie lame. Okay. In Mario Kart DS, wenn du dagegen gefahren bist, wurdest du einfach zurückgeschickt. Den ganzen Flipper wurdest du einfach gefühlt zurückgeschickt. Das war echt cool. Vielleicht geht das hier auch. Ich war nur zu langsam, das kann sein. Aber ich werde es jetzt nicht mehr austesten. Ich will ja Erster werden. Aber eine Sache. Eine ganz kleine, mickrige Sache ist mir aufgefallen. Und man kann mich jetzt auch dafür haten. Das ist mir egal. Aber als mir das aufgefallen ist, war ich traurig. Weil ich nicht verstehen kann, wie man so ein wunderschönes Detail weglassen kann. Wenn wir jetzt gleich in die dritte Runde fahren, beziehungsweise ich zeig's euch einfach gleich, in Mario Kart DS, wenn man den Flipper wieder verlassen hat, kam ein bestimmter Soundeffekt. Vielleicht finde ich den ja im Internet und kann den euch jetzt kurz... Auf jeden Fall, wenn man hier den Flipper verlassen hat, also genau hier, wenn man da den Flipper verlassen hat, kam so ein bestimmter Soundeffekt. Jede Runde an der gleichen Stelle. Und der fehlt hier im Remake komplett. Und das hat mich schon irgendwie gejickt innerlich. Weil den hat man in Mario Kart DS einfach nicht vergessen. So. Du wusstest so, ich verlasse jetzt den Flipper und dann höre ich gleich wieder diesen epischen Soundeffekt. Ich lasse mich mal kurz überholen. Oh, Alter, dein Ernst? Dann brauchen die auch noch 8 Jahre, bis die mich überholen. Egal. Waluigi Pinball, wirklich sehr gute Strecke. Und ich weiß nicht, ob das mein Favorite wäre sogar. Ich überlege gerade, welche Strecken es noch gab. Ja, genau, die wirft mir die Bombe in die Fresse. Ey, ich will hier Erster werden. Das ist jetzt die letzte Strecke. Leute, ich kann gerade nicht kommentieren. Ich will hier Erster werden. Wait a second. So, lass dich jetzt von dem Scheiß hier nicht treffen, oh, Alter. Was ich auch cool finde, was mir gerade auffällt, die Pinbälle machen auch die Items weg. Also wenn ein Pinball durch die Items fliegt, ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, überholt mich alle, ihr dreckigen Penner, Alter. Wow. Das sollte hier nur ein Showcase werden und ich drehe hier so durch. So eine Scheiße. Jetzt kann ich das offscreen nochmal spielen. Obwohl ich die Strecke schon 80 Mal gefahren bin. Toll. Egal. Alles in allem, der Turnip Cup fängt eigentlich gut an und bleibt auch weiterhin gut. Es ist halt nur... Ich weiß nicht, wie man es sagen kann. Es ist ein ganz guter Cup eigentlich. Es ist eine solide 7 von 10. Ich würde dem Cup eine 7 von 10 geben. Vielleicht auch... Ja doch, nee. Eine 7 ist gut. Eine 7 von 10 ist akzeptabel. Das ist ganz okay. Jetzt fahren wir mal Link. Komm. Den, ja, den. Scheißegal. Und welchen Cup haben wir jetzt noch? Propeller Cup. Sydney Sprint, Snowland, Mushroom Gorge und Sky High Sunday. Let's go. Die erste Strecke ist wieder eine Mario Kart Tour Strecke. Kenne ich also nicht. War also neu für mich. Und ich muss sagen, Sydney Sprint ist mega nice. Gefällt mir. Auch hier in jeder Runde... Auch hier wird in jeder Runde eine verschiedene Strecke gefahren. Also es wird jede Runde woanders lang gefahren. Was ich halt, wie gesagt, cool finde in Mario Kart Tour. Erinnert mich auch irgendwie an Mario Kart 7. An dieses Woohoo Island oder wie auch immer das hieß. Ich weiß es nicht mehr. Die Musik ist auch cool. Nicht, dass ich jetzt wüsste, ob das zu Sydney passt oder nicht. Aber ich muss sagen, ich mag die Musik. Die passt zur Umgebung und zur Atmosphäre, die hier herrscht. Ziemlich cool. Und dann noch die ganzen Züge rechts und links. Dann hier in der Mitte hast du diese Rampen, die du in der ersten Runde gar nicht mehr fahren kannst, weil du in die entgegengesetzte Richtung fährst eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sydney Sprint sieht echt cool aus. Gefällt mir wirklich sehr. Jetzt fahren wir hier lang.
ihr merkt das vielleicht. Ich bin gerade selber noch ein bisschen am Staunen und Erkunden, weil diese Strecke ja komplett neu für mich ist. Und das hier finde ich auch schön hier, dass man in der zweiten Runde hier lang fährt. So. Man kennt das ja, also ein Weg ist für Fußgänger, ein Weg ist für Radfahrer. Das kennt man ja aus dem Real Life und ich glaube, das soll halt einfach hier das auch darstellen. Nur, dass wir hier mit unseren Karts langfahren, das ist auch ein bisschen krank, aber okay. So, jetzt kann man hier auch in der Mitte langfahren. Ich habe auch versucht, als ich mir die Strecken angeguckt habe, habe ich auch versucht, auf dem Zug zu landen, aber das geht gar nicht. Also, ich war zu doof. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe es ausprobiert, ich habe es nicht geschafft. Habe mir gedacht, es geht nicht. Also, nein, jetzt trifft uns der scheiß Stachel genau beim Flug. Ah, ich werde jetzt zurückgesetzt. Können wir den Flug hier nochmal genießen. Die Aussicht sieht einfach mega nice aus. Und das hier finde ich auch cool, dass man nach dem Stunt hier noch so Münzen einsammeln kann. Das wird im 200er-Modus immer sehr, sehr wichtig, weil man da so schnell fährt, dass man da locker gegen eine Wand gefahren wäre, wenn dieser Abhang da nicht wäre. Vielleicht haben die den Abhang da sogar extra gemacht. Ich kenne die Strecke hier aus Mario Kart Tour nicht. Für die Leute, die jetzt Mario Kart Tour gespielt haben, die müssten wissen, ob sich hier irgendwas verändert hat oder nicht. Aber für mich ist das ja hier alles Neuland. Also, keine Ahnung. Ich muss sagen, mir gefällt's. Und ich krieg schon wieder auf die Fresse. Ich kann einfach nicht mal in Ruhe fahren. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe fahren, bitte. Und ist euch aufgefallen, dass wir jetzt genau da lang fahren, wo wir in der ersten Runde angefangen haben? Das ist auch einfach nur cool. Genau wie bei Paris Promenade aus dem letzten Part. Also, beziehungsweise aus Wave 1. Einfach cool. Die Strecke endet einfach in der entgegengesetzten Richtung, wo wir angefangen haben. Sydney Sprint könnte sogar tatsächlich mein Favorite Track sein. Obwohl Waluigi Pinball auch verdammt gut ist. Generell muss ich sagen, Wave 2 ist wirklich deutlich besser als Wave 1. Und jetzt kommen wir zu einem Favoriten von mir. Ich liebe nämlich Snowland aus Mario Kart Super Circuit. Wirklich. Aber wie es leider sein muss, finde ich dieses Remake nicht allzu toll. Und als ich dann etwas erfahren habe, war ich noch mehr enttäuscht als vorher. Also fangen wir erstmal an. Die Musik. Die Musik ist toll. Ich liebe diesen Soundtrack. Er hört sich genauso an wie auf dem Game Boy. Und es macht mich glücklich. Ich denke an meine Kindheit zurück bei dem Song. Ich bin froh, dass ich das hier in Mario Kart 8 fahren kann. Es ist einfach schön. Schick. So, und jetzt zu den schrecklichen Sachen. Wie gesagt, Snowland ist eins meiner Favoriten gewesen in Mario Kart Super Circuit. Ich habe die Strecke damals geliebt. Vor allem diese Musik hier. Oh, man gönnt euch doch mal diesen Soundtrack. Da denkt man doch einfach nur an seine Kindheit zurück bei dem Soundtrack. Einfach schön. Ich liebe es. Jetzt kommt aber das Problem. Ich habe gehört, Snowland, also diese Strecke hier, wurde in Mario Kart Tour geremaked. Als ich das gelesen habe, dass diese Strecke schon mal geremaked wurde, war ich erstmal so, was? Das kann gar nicht sein. Ich kenne Snowland und ich kenne jede Mario Kart. Ich kenne jeden Mario Kart Teil. Das kann noch nie geremaked worden sein. Und dann habe ich gedacht, ja scheiße, Mario Kart Tour existiert ja auch. Ja. Dann habe ich gelesen, dass sie das in Mario Kart Tour geremaked haben. Und das Remake in Mario Kart Tour sieht genauso aus wie das hier. Und warum finde ich das jetzt scheiße? Einfach deswegen, weil in Snowland in Mario Kart Super Circuit gab es mindestens noch 2 optionale andere Wege, die man fahren konnte. Und die gibt es hier nicht. Die gibt es hier nicht. Warum gibt es die nicht? Richtig! Weil sie in Mario Kart Tour drauf geschissen haben. Und weil die sich dachten, oh, dann kopieren wir mal wieder Mario Kart Tour und fügen das hier ein. Genauso wie sie es mit Sky Garden gemacht haben. Sie haben Sky Garden schon vernichtet aus Super Circuit und jetzt haben sie auch offiziell Snowland aus Mario Kart Super Circuit vernichtet. Und das triggert mich einfach extrem. Man merkt das an meiner Stimme. Das einzig Tolle ist wirklich, wie es aussieht, die Grafik und die Musik. Aber wie die Strecke aufgebaut ist und dass diese Secret-Wege fehlen, das stört mich schon wieder sehr. Und was mir auch auffällt ist, bei meinen Lieblingsstrecken, entweder sackt die Musik, aber die Strecke ist toll, oder die Strecke sackt, aber die Musik ist toll. Bei Kalimari Desert, Strecke super, du kannst da auf dem Zug, bei den Zugschienen langfahren, aber die Musik gefällt mir nicht. Und bei Snowland, die Musik gefällt mir sehr, aber die Strecke haben die Scheiße gemacht, weil sie es aus Tour kopiert haben und Mario Kart Tour hat die Secret-Wege weggelassen. Nintendo, mach doch mal einfach was richtig, bitte. Klar, Musik ist opinionated. Ich kann das nicht mal aussprechen, weil ich gerade so triggert bin.
Aber jetzt, abgesehen von der Musik, ich meine einfach die Strecke. Verkackt doch nicht die Strecke. Macht doch nicht denselben Fehler wie bei Skygarden. Verdammt nochmal. Lernt doch mal aus euren Fehlern, bitte. So, genug gerantet. Jetzt sind wir in Mushroom Gorge und, ja, Leute, Mario Kart Wii war auch meine Kindheit. Klar, ich habe mit Mario Kart 64 und Double Dash habe ich auch gespielt. Aber als ich so ein heranwachsender Jugendlicher war, so 16, 17, 18, ne? So, meine wilde Jugend. Sag ich das einfach mal. Meine wilde Jugend. Da habe ich halt Mario Kart Wii so gesuchtet wie sonst was, ey. Ich habe das Spiel Tag ein, Tag aus, offline, online, alles. Ich habe wirklich jeden Scheiß gemacht, den man in Mario Kart Wii machen kann. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in Mario Kart Wii verschwendet habe. Wahrscheinlich sogar mehr als Smash Bros. Ultimate. Und das muss was heißen für all die Leute, die mich aus Ultimate kennen. Auf jeden Fall, Mushroom Gorge, sehr schönes Remake, gefällt mir. Aber es fehlen auch wieder einige Sachen. Hier waren zum Beispiel im Original 3 Pilze, hier gibt es nur 2. Weiß nicht, warum man da jetzt die Pilze weglässt. Vergrößer doch einfach die Strecke, mach's doch wie früher. Auf den roten Pilzen konnte man damals schon immer Stunts machen. Diese roten Pilze hier links sind alle neu, die gab es überhaupt nicht. Ja. Der blaue Pilz da in der Höhle, der ist neu. Da kann man dann fliegen. Ich glaube, die Strecke wurde auch in Mario Kart 7 geremaked, ne? Sag bloß, die haben das schon wieder von Mario Kart 7 kopiert. Aber ich muss sagen, die Musik ist wieder top. Die Musik hört sich genau wie in Mario Kart Wii. Und weil es dem Original ähnelt, beziehungsweise sich fast so ähnlich anhört, bin ich ein Fan von. Weil ich bin ein Fan von Original-Soundtracks. Deswegen habe ich an dieser Musik nichts auszusetzen. Was komplett neu ist aber, dass man bei den grünen Pilzen auch Stunts machen kann. Das hat mich erstmal total verwirrt. Aber man kann auch bei den grünen Pilzen Stunts machen. Finde ich doof, ehrlich gesagt. Das war in Mario Kart Wii nicht so und das hätte hier auch nicht so sein müssen. Hier links gleich sind auch nochmal 2 Pilze. Die haben sie nicht vergessen, zum Glück. Ich hatte jetzt keinen Pilz, um die Pilze zu benutzen. Das ist echt ein richtiger Satz. Komisch. Aber die Pilze gibt es auch. Diese 2 Pilze da am Anfang. Wenn man da links dann lang fährt, kann man da abkürzen. Das gab es in Mario Kart Wii. Das gibt es hier auch. Das ist auch schön. Ein paar Veränderungen gab es in der Strecke. Ein paar Pilze fehlen. Ein paar Pilze wurden umgesetzt. Ein paar Pilze wurden erneuert. Aber alles in allem war Mushroom Gorge eine ganz gute Strecke. Die Musik ist schön gewesen. Und jetzt sind wir in Sky High Sunday. Und das ist eine brandneue Strecke. Das heißt, ich kann sie mit nichts vergleichen. Wir müssen das jetzt mit kritischen Augen bewerten. Let's go. Also, was ist denn Sky High Sunday? Man kann hier am Anfang gleich da durch die Eiswaffel durch. Oh nein, ich habe zu früh gedriftet. Oh, ich lebe noch. Nicht runtergefallen. Hier kannst du tatsächlich einen lilanen Drift hinkriegen. Das geht ganz einfach. Und, Leute, die Strecke bin ich auch ziemlich oft gefahren. Und ich bin echt verwirrt gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich zu der Map sagen soll. Ich weiß nicht mal, ob ich positiv oder negativ eingestellt bin auf diese Map. Für mich ist sie einfach extremst neutral. Ich kann zu der Map einfach gerade nichts sagen. Ich finde es cool, wo man startet. Hier am Anfang. Ne? Man startet ja in diesem... wie heißt das? Ach, ihr könnt es euch schon denken, da in der Tiefkühltruhe, da fängt man ja an. Das ist ziemlich cool, weil das ja hier um Eiswaffeln geht und so. Ich finde es cool, dass man hier bei diesen mittleren Stangen hier, wo man sich festhalten kann normalerweise, dass man da sich drehen kann. Und die gesamte Strecke ist ja auch Anti-Gravity. Ich glaube, Leute, Nintendo hat einfach realisiert, bei diesen ganzen Remakes, die wir machen, da nutzen wir ja kaum das neue Element aus Mario Kart 8. So, ist denen wahrscheinlich so aufgefallen. Dann haben die sich gedacht, komm, machen wir eine ganz neue Map, wo man dauerhaft in diesem Anti-Gravity-Modus ist. Schöner Gedanke, ne? Dass ihr eure neuen Moves zum Gebrauch einsetzt, aber jetzt dauerhaft hier im Anti-Gravity-Modus sein, ich weiß nicht. Und die Musik ist auch ganz okay. Zur Musik habe ich nichts zu sagen. Es ist jetzt nicht ein Soundtrack, den ich mir anhören würde, dauerhaft. Aber für die Map ist es in Ordnung. Und man kann hier auch natürlich überall langfahren. Man kann auch hier unten langfahren. Es ist nur schwer zu erreichen, aber es geht. Und bin froh, dass ich das jetzt gerade zeigen konnte. Ansonsten ist die Strecke nichts Besonderes. So, man fährt die ganze Zeit auf Eis.
Und das war's. Es erinnert auch stark an Super Mario Galaxy 2, an so eine Süßigkeiten-Galaxie. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber jeder, der Super Mario Galaxy und Galaxy 2 gespielt hat, der kennt diese Süßigkeiten-Galaxien. Und ich meine, warum nicht? So, du hast Super Mario Galaxy als dein Game, dann kannst du doch auch in Mario Kart eine Super Mario Galaxy Strecke einbringen. Warum haben sie das eigentlich noch nie gemacht? Die könnten doch auch, also die haben zum Beispiel Sunshine Airport aus dem Sterncup, glaube ich. Das ist doch auch angelehnt an Super Mario Sunshine, oder nicht? Das kannst du mir ja auch nicht erzählen. Dann können sie das doch auch für Super Mario Galaxy machen. Ich meine, das ist doch ein gutes Beispiel. Ich habe zum Beispiel instant an die Süßigkeiten-Galaxie aus Super Mario Galaxy 2 denken müssen. Wo man da auf Kekse und so springen konnte und alles. Vielleicht machen die das ja in Zukunft noch. Etwas mehr Super Mario Galaxy Tracks. So, als neue Tracks natürlich, ne? So, was kann ich abschließend sagen? Wie gesagt, Wave 2 definitiv besser als Wave 1. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt nochmal die ganzen Strecken nochmal in meinem Kopf durchgehen, um sie einzeln zu bewerten, weil ich habe die gerade alle schon wieder vergessen, bin ich ehrlich. Obwohl ich die jetzt schon so oft gefahren bin. Nimm mal kurz einen Charakter, juckt jetzt nicht. New York Minute. Ja, gebe ich eine 6 von 10. Mario Circuit 3, sehr gutes Remake, 9 von 10. Kalimari Desert, eine 8 von 10. Waluigi Pinball, 9,5 von 10. Ich hätte der Strecke eine 10 von 10 gegeben, wenn sie nicht diesen Soundeffekt vergessen hätten, Leute. Dann wäre das wirklich ein 1A Remake gewesen. Okay, Sydney Sprint, gefällt mir wirklich sehr. 9 von 10. Snowland hat leider reingeschissen. Danke Nintendo, dass ihr meine Lieblingsstrecke von damals verkackt habt. Gebe ich eine 6 von 10 oder eine 5 von 10 sogar. Eine 5 von 10. Die Musik ist zwar super, aber diese fehlenden Strecken unverzeihlich, sorry. 5 von 10. Mushroom Gorge, 9 von 10. Sky High Sunday, 7 von 10. Das ist so mein Rating so aus dem Kopf. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Da ich noch die Untertitel machen muss und das für mich sehr viel Arbeit bedeutet, würde ich sagen, beende ich einfach die Folge hier. Ich melde mich dann wieder bei euch, wenn Wave 3 rauskommt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, meine Meinungen haben niemanden getriggert. Und wenn doch, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Vielen Dank. Liked das Video, falls es euch gefallen hat. Wartet auf Wave 3, auf meine Meinung, wenn es euch interessiert. Abonniert den Kanal, wenn ihr interessiert seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean, until next time und ciao, ciao.